Ja, moin Leute, Jörg hier wieder von Dreamland Resort. Und in unserer Mission heute geht es um Forschung in der Area 51, wie man feindliche Radaranlagen neutralisieren kann. Genauer gesagt sogenannte passive Radaranlagen. Was das genau ist, könnt ihr euch mal online unter dem Stichwort passives Radar ansehen. Stark vereinfacht geht es darum, dass ein passives Radar Reflexionen von zivilen Sendern an einem Flieger benutzt, um die Position des Fliegers zu ermitteln. Das hat natürlich den Vorteil, dass das Radar vom Flieger aus unsichtbar ist, nicht geortet werden kann und somit auch nicht ausgeschaltet oder umgangen werden kann. Als Sender werden häufig UKW-Rundfunkstationen verwendet. Ein aktuelles Projekt in der Area 51 beschäftigt sich gerade damit, wie man solche passiven Radaranlagen durch Stören unschädlich machen kann. Dummerweise gibt es nur hier in der Gegend keine UKW-Rundfunkstationen. Was macht man also? Man baut eine. Oder am besten gleich zwei. Und genau das haben die Jungs in der Area 51 auch gemacht. Seit einigen Monaten steht im Sperrgebiet nahe dem Berggate ein neuer Sender, der während Tests auf 99,9 MHz im UKW-Band elektronische Musik spielt. Vor einigen Wochen habe ich den Funkverkehr von einem solchen Test mitgeschnitten. Das Audiofile könnt ihr euch auf meiner Website unter diesem Link anhören. In dem Test hat ein Flieger mit dem Callsign Sabre 41 ein System mit dem Codenamen Pluto getestet, das wohl dieses Radar stören sollte. Im folgenden Clip seht ihr im Spektrum Analyzer, wie das gemacht wurde. Ihr seht den UKW-Sender auf 99,9 MHz und ihr hört die Musik dazu. Und dann seht ihr auch die Störsignale im Abstand von 1 MHz, die diesen Sender stören sollen. Am Ende des Clips seht ihr dann, wie die Störsignale ausgeschaltet wurden und nur noch der UKW-Sender übrig bleibt. Natürlich bin ich neugierig und möchte mehr über das System herausfinden. Deswegen ist meine Mission heute, den zweiten Sender zu finden, der auf 99,1 MHz sendet. Dazu benutze ich einen Radioscanner, den ich hier auf 99,1 MHz eingestellt habe. Ihr hört schon ganz schwach das Gedudel und der Scanner zeigt mir hier unten in der Balkenanzeige die Feldstärke an. Je näher ich an den Sender rankomme, desto stärker wird die Feldstärke werden. Ich vermute, dass der Sender sich im Bereich der Tonopah Test Range befindet. Bei der Suche heute mache ich mir das bergige Gelände hier zunutze. Ich fahre auf dem Highway von Rachel Richtung Warm Springs und dann weiter nach Tonopah. Und dabei merke ich mir Stellen, wo das Signal stärker wird. Diese kann ich dann hinterher auf Google Earth mit Einschnitten in den Bergketten vergleichen und hoffentlich so den Sender lokalisieren. Hört sich im Moment ein bisschen abstrakt an, aber wenn ich euch das nachher auf Google Earth zeige, wird es wahrscheinlich klarer werden. Jetzt aber genug geredet, los geht's mit der Mission. Und hier der Blick nach vorne. Wir fahren jetzt zum Queen City Summit. Der Scanner läuft, bis jetzt ist das Signal noch sehr schwach. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben jetzt gerade die Bezirksgrenze nach Nye County passiert und ganz kurz hinter der Bezirksgrenze wurde das Signal kurzzeitig etwas stärker. Das ist schon mal unser erster Anhaltspunkt. Wir fahren immer noch zum Queen City Summit hoch und etwa bei Milemarker Nye County 48 wurde das Signal wieder kurzzeitig stärker. Wir passieren jetzt gleich den Queen City Summit und jetzt passt mal auf, was hier gleich mit dem Signal passiert. Achtet mal auf den Balken hier. Plötzlich wird das Signal ein ganzes Stück stärker. Das ist also ein weiterer Anhaltspunkt.
Wir sind jetzt hier im Railroad Valley. Das Signal ist immer noch ziemlich stark und ich vermute, dass es von der Tonopah Test Range, die links von uns liegt, durch den Cedar Pass zu uns kommt. Wenn meine Vermutung richtig ist, dann würde in ein paar Meilen das Signal schwächer werden, wenn nämlich der Cedar Pass hinter einer Bergkette im Vordergrund verschwindet. Schauen wir mal. Wir sind jetzt hier gleich am Meilenmarker 39 und über die letzte Meile ist das Signal tatsächlich deutlich schwächer geworden. Ich scheine also mit meiner Vermutung da so einigermaßen richtig zu liegen. Inzwischen ist das Signal sehr, sehr schwach geworden. Es wird also offenbar von der Reveille Range, die links von uns ist, verdeckt. Wir haben gerade Meilenmarker 36 passiert und zwischen Meilenmarker 37 und 36 ist das Signal sehr schwach geworden. Wir passieren jetzt gerade Meilenmarker 18 und das Signal ist inzwischen fast unkenntlich geworden. Vielleicht kurz zur Erklärung der Meilenmarker. Das sind Schilder im Abstand von einer Meile am Highway angebracht, die die Meilen entweder rauf oder runter zählen. In unserem Falle zählen sie die Meilen runter nach Warm Springs. Der Sendeturm vor uns übrigens hat online für einige Verwirrung gesorgt. Das ist schlicht und ergreifend ein Sendemast, der für die Highway Patrol verwendet wird, für deren Funkverkehr. Da hier keine Handyverbindung existiert, ist das die einzige Möglichkeit, wie die Highway Patrol und andere Polizeieinheiten hier in Verbindung bleiben können. Ich bewege mich jetzt schon auf Warm Springs zu. Etwa am Meilenmarker 9 wurde das Signal zunehmend wieder stärker und scheint jetzt an Stärke weiter zuzunehmen. Wir kommen jetzt gleich nach Warm Springs. Da biegen wir links ab nach Tonopah. Und das Signal ist immer noch ziemlich stark. Warm Springs zeige ich euch vielleicht in Zukunft mal in einem getrennten Video. Hat eine sehr interessante Geschichte, das würde aber jetzt zu weit führen, darauf einzugehen. Machen wir ein andermal. So, hier biegen wir jetzt gleich ab. Auf den Highway 6 nach Tonopah. Ja, ich habe nur zwischenzeitlich auf einen anderen Scanner umschalten müssen, weil der andere Scanner, der war so empfindlich, dass das Signal übersteuert hat und ich da keine Veränderung mehr erkennen konnte. Mit diesem Scanner kann ich das ein bisschen besser steuern. Da kann ich die Empfindlichkeit einstellen und hoffentlich wird uns der weiterhelfen. Wir kommen auf jeden Fall ganz klar der Signalquelle näher. Wir haben jetzt gerade den Salisbury Summit überquert und kurz davor gab es einige Stellen mit sehr starken Signalschwankungen. Die habe ich versucht mit dem GPS festzuhalten und werde mir die dann hinterher auf Google Earth mal auswerten. Wir sind inzwischen mehr als halbe Strecke zwischen Warm Springs und Tonopah. Und diese Stelle hier ist interessant. Das ist nämlich die einzige Stelle, wo man vom Highway 6 aus die Tonopah Test Range in ganz weiter Entfernung sehen kann. Wir gucken jetzt genau auf die Tonopah Test Range, die man vielleicht gerade noch so in der Ferne erahnen kann. Die Stelle könnt ihr euch leicht merken an diesem kleinen Transformator bei der Straße. Hier von dieser Stelle nochmal mit 500 mm Zoom ein Blick auf die Tonopah Test Range. Man kann die Hangars erkennen, Gebäude, aber natürlich ist das hier nicht der beste Aussichtspunkt für die TTR. Das ist eine gute Stelle hier, wenn ihr den Funkverkehr der Tonopah Test Range mithören wollt.
Vom Highway aus ganz bequem im Fahrzeug sitzen, kann man da hier mithören. Wir kommen jetzt zu der Stichstraße, die zum Haupteingang der Tonopah Test Range führt. Das Signal war zwischendurch mal sehr stark, ist jetzt wieder etwas schwächer und ich habe einen ganzen Haufen Messpunkte aufgenommen. Die muss ich dann mal auf dem Computer auswerten und ich hoffe, dass ich daraus irgendwas lernen kann. Auf dem Highway sind wir jetzt gerade von Warm Springs gekommen und hier stehen wir am Anfang der Stichstraße, die zum Haupteingang der Tonopah Test Range führt. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Da sind die F-117 Stealth Fighter zu Hause. Aber das machen wir ein andermal. Das würde jetzt zu weit führen. Das geht dann hier die Straße runter für einige Meilen und dann kommt man zum Haupteingang der Tonopah Test Range. Und das ist natürlich auch Sperrgebiet. So, nun wollen wir doch mal sehen, ob wir aus den ganzen Informationen, die wir jetzt gesammelt haben, Sinn machen können. Hier in Google Earth sehen wir einen Teil des Sperrgebiets. Die rote Linie markiert die Umrisse des Sperrgebiets. Und hier sieht man den Sender, der am Backgate bei Rachel sich befindet. Ich vermute, dass der andere Sender sich irgendwo hier im Bereich der Tonopah Test Range befindet. Hier sieht man die Landebahn von der Tonopah Test Range und hier in diesem Bereich befinden sich allerhand elektronische Gerätschaften. Ich denke, dass der Sender da drunter ist. Um den zu finden, sind wir also von Rachel auf dem Highway 375 nach Warm Springs gefahren und von da aus weiter auf dem Highway 6 nach Tonopah und von Tonopah aus nochmal ein kleines Stückchen nach Süden runter. Und dabei haben wir einen ganzen Haufen Testpunkte aufgenommen. Die Testpunkte habe ich teilweise im Video dokumentiert und ich habe eine ganze Menge andere Testpunkte aufgenommen, die es nicht ins Video geschafft haben. Aber so sieht das Ganze aus. Wir haben hier die Testpunkte bei der County Line und beim Queen City Summit, als wir über den Pass gekommen sind. Dann weiter hier oben, wo das Signal dann plötzlich stärker wurde, kurz vor Warm Springs. Und hier gab es dann immer mal wieder auf dem Highway 6 stärkere Signalstellen, wo das Signal stärker war. So, und wenn ich die ganzen Linien jetzt mit Einschnitten in den Bergketten verbinde, unter der Annahme, dass der Sender irgendwo hier in dem Bereich ist, dann ergibt sich ein ziemlich klares Bild. Guckt euch das mal an. Die ganzen Linien, immer wieder von den Testpunkten durch die Einschnitte in der Bergkette, treffen sich alle fast in einem Punkt. Ja, wenn das kein klares Muster ist. Jetzt gucken wir uns mal an, was da los ist in dem Bereich. Ja, und hier sehen wir dann auch gleich, wo die Linien sich alle kreuzen. Relativ neue Gebäudegruppe. Und da fällt auch gleich auf, durch den langen Schatten hier ein Turm. Und wenn wir jetzt mal zu älteren Satellitenaufnahmen umschalten, hier einfach in der Zeit ein bisschen zurückgehen, dann sieht man, dass der Turm hier noch nicht da ist. Das ist also ein ganz neuer Turm, der zwischen Dezember 22 und Mai 24 gebaut worden ist. Und ich glaube, wir können uns ziemlich sicher sein, da sich auch die Linien hier alle schneiden, dass dieser Turm genau der neue Sender ist. Nennen wir ihn einfach mal 99,1 Radio S4. Warum S4? S4 ist dieser ganze Bereich der Tonopah Test Range. Wie ich vorhin schon sagte, da befinden sich allerhand Radaranlagen, Störanlagen, die Radar stören sollen und so weiter. Das ist alles in diesem Bereich angesiedelt. Und das wird natürlich Sinn machen, dass unser Sender da genau reinpasst. Die Position des Senders wird weiter bestätigt durch einen weiteren Testflug des bereits erwähnten Sabre 401. Ihr erinnert euch, Sabre 401 hat den Jammer Pluto an Bord, der genau diesen Sender stören soll.
Die Flugbahn von Sabre 41 kann man sich auf der Tracking-Website adsbexchange.com ansehen und dann sieht das so aus. Wenn ich diese Flugbahn in Google Earth überlagere, dann ergibt sich ein ziemlich klares Bild. Wir sehen die Flugbahn hier in sogenannten Racetracks, also Ovalen wie die Aschenbahn auf dem Sportplatz. Und den aktiven Teil der Flugbahn erkennt man daran, dass die Linien dort genau übereinstimmen. Das ist dieser Teil der Flugbahn. Und wenn ich den Teil der Flugbahn verlängere, dann geht die Linie wieder genau zu unserem Sender. Mission erfüllt. Wir haben den Sender erfolgreich lokalisiert. Kenntnis über die Position wird mir dabei helfen, weitere Tests besser zu verstehen. Und so oder so ähnlich habe ich übrigens über die Jahre viele solcher geheimen Sender in der Testzeit lokalisiert. Mehr Info dazu und rund um die Area 51 auf meiner Website dreamlandresort.com. Und wenn ihr mehr Videos wie dieses sehen wollt, dann abonniert bitte meinen Kanal.